Mama? Papa? Ich bin schwul. Du kennst das. Du wachst morgens auf und bist schwul. Und plötzlich kannst du mit Möpsen überhaupt nichts mehr anfangen. Ich mag Dackel halt viel lieber. Raus aus den Federn, du musst dich jetzt outen. Ich weiß, was du jetzt denkst. Muss ich mich denn überhaupt bei meinen Eltern outen? Ich ziehe bestimmt eh bald aus. Und außerdem sind die schon Mitte 40. Das ist quasi schon voll alt. Die sind eh bald unter der Erde. Dann kann ich mich doch auf deren Beerdigung outen. Mein schwules Beileid. Mein schwules Beileid. Heteros outen sich auch nicht. Ich will keine Nachteile haben. Ich möchte, dass sich an meinen Freundschaften nichts ändert. Ich traue mich nicht. Ich kann die Angst komplett verstehen. Ich hatte das für mich selbst auch. Als allererstes muss man selbst mit der Situation klarkommen und überlegen, warum ist ein Outing sinnvoll. Ich persönlich finde es super sinnvoll, weil es sehr erleichternd ist. Klar hast du jetzt die Angst, dass deine Freunde vielleicht nicht mehr deine Freunde sind, aber woher kommt diese Angst? Wenn jemand nach deinem Outing nicht mehr mit dir befreundet ist, war es denn wirklich ein richtig wichtiger Freund? Ich glaube, auf diese Leute kannst du verzichten und deswegen ist es sehr wichtig, sich zu outen, einfach um reinen Tisch zu machen, sich selbst viel freier zu fühlen und einfach, ja, der zu sein, der du bist. Man sollte sich nicht mehr verstecken, vor allem nicht für seine Sexualität. Kam Post für mich? Auch wenn der Impuls verständlich ist, du brauchst absolut keine Angst haben vor deiner Sexualität. Und auch nicht vor deinem Outing. Denn deine Familie liebt dich aus so vielen verschiedenen Gründen. Und nicht, weil du auf Frauen stehst. Und eben weil sie dich lieben und auch weil sie hinter dir stehen und dich unterstützen, werden sie vielleicht sogar stolz auf dich sein, dass du dich denen anvertraut hast und dass du mit denen gemeinsam den Weg gehst. Ein Outing ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, du musst dich nicht outen. Wenn du dich nicht sicher fühlst oder nicht weißt, ob du dich wirklich outen sollst, dann lass es. Das musst du auf gar keinen Fall tun. Aber wenn du dich freier fühlen möchtest und dich jemand anvertrauen möchtest, sind das deine Ansprechpartner. Deine Eltern und deine Freunde. Und dann wollte ich Zimteis nehmen und stellt euch vor, die hatten einfach kein Zimteis mehr. Ich bin schwul, deswegen habe ich Waldmeister genommen. Wow, okay. Ich bin danach direkt an meine beste Freundin gegangen. Und die ist auch eine von denen gewesen, die das von vornherein geahnt hat oder gewusst hat. Und danach bin ich direkt an meine Familie gegangen. Bei dem Outing werden die Leute genau hinter mir stehen. Und das sind die Leute, die mir helfen können und die mich unterstützen können. Und deswegen finde ich, ist es eine wichtige Sache, sich vor diesen Leuten zu outen. Und Son, wie war dein Tag? Nicht so aufregend. Wir haben heute den Klassensprecher gewählt, wie ich euch gestern schon gesagt habe. Ich wurde wieder gewählt, aber das war ja klar. In der 6. Stunde hatten wir frei, wir sind Eis essen gegangen. Ich wollte eigentlich erst ein Zimteis haben, dann hatten die aber kein Zimteis. Ich bin schwul. Deswegen habe ich Waldmeister-Eis genommen, weil das eigentlich eine bessere Wahl war irgendwie. War wieder lecker. Oder du machst es wie ich in den Videos und versuchst es mit Humor zu verkaufen und baust einfach so einen kleinen Gag ein. Eltern mögen Späße, über die sie schmunzeln können. Und ja, mit Humor wird alles ein bisschen einfacher. Sag mal, Tommy, ein Kollege von mir, Kalle. Der hat jedenfalls eine Tochter und die ist wirklich sehr nett. Sehr nett, wirklich. Also, wenn du willst, können wir euch ja mal bekannt machen. Also ich finde das sehr lieb, dass ihr da so an mich denken müsst und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Danke. Aber wenn sie einen Bruder hat, den könnt ihr mir sehr gerne vorstellen. Was ist aber, wenn sie so reagieren? Ich habe mich in einen Mann verliebt. So lange kein Grund, so eine Sauerei zu veranstalten. Weißt du, wie lange deine Mutter braucht, um den Scheiß wieder aufzuräumen? Bestimmt 3 Stunden. 4. Übrigens, ich gehe gleich noch zu Bruno, Schatz. Das wäre natürlich eine sehr wünschenswerte und angenehme Reaktion. Aber ich möchte dir nicht zu viel Hoffnung machen. Es kann natürlich auch sein, dass deine Eltern ganz anders reagieren. Du magst was? Du magst doch auch Männer. Ja, aber das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Sag ihm doch was.
Bist du zufrieden? Ich hole noch neues Bier. Ja. Vielleicht bist du dir unsicher und weißt nicht, wie deine Eltern reagieren. Oder du gehst ganz stark davon aus, dass deine Eltern negativ reagieren. Dann kann ich dir folgenden Tipp geben. Vertraue dich vorher jemandem an, wo du definitiv weißt, dass du immer zu dieser Person kommen kannst. Sei es ein Onkel, eine Tante, ein Vertrauenslehrer oder deine beste Freundin. Versuch auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass du dich als allererstes bei denen outest, damit du immer Rückhalt hast, wenn irgendwas Negatives zu Hause passiert. Wenn deine Eltern sehr konservativ sind oder aus irgendwelchen religiösen Gründen deine Sexualität nicht tolerieren würden, versuch dich an einem öffentlichen Platz zu outen, dass es quasi gar nicht zu Handgreiflichkeiten kommen kann oder dass deine Eltern dich irgendwie anschreien oder du dich unwohl fühlst. Mach es am allerbesten in einem Café oder irgendwo, wo du dich auf jeden Fall wohl und sicher fühlst. Ich habe dir in der Infobox ein paar Telefonnummern aufgeschrieben und ein paar Webseiten verlinkt, auf denen du dich mal so ein bisschen umschauen kannst. Da gibt es ausgiebig Hilfe und da kannst du dich auch ein bisschen mehr über das Thema informieren. Und wenn du Fragen oder Probleme hast, kannst du das jederzeit hier in den Kommentaren tun. Ich werde mir die durchlesen und werde darauf eingehen. Andere Zuschauer von mir sind auch immer sehr hilfsbereit und werden da auf jeden Fall mit dir in den Dialog treten. Mama? Papa? Ich bin schwul. Gut. Das war so klar, das habe ich doch in dieser Playlist schon gesehen. Ja, du hast ja meinen Kanal auch schon abonniert. Sag mal, Tommy, Ja, kannst du nicht mal ein Video darüber machen, warum Frauen immer einen schwulen besten Freund brauchen? kann ich machen. Also abonniert den Kanal, dann werdet ihr es auf jeden Fall herausfinden. Schmeckt euch das Essen? Vorzüglich. Nee, danke. Ich Für Mama. Der ist doch schon schwul genug.